Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx ist eines der einflussreichsten Werke der Sozialwissenschaften und Wirtschaftsgeschichte. Das im 19. Jahrhundert verfasste Werk analysiert die kapitalistische Produktionsweise und legt die Mechanismen offen, wie Reichtum in der modernen Gesellschaft geschaffen und verteilt wird. Ziel von Marx war es, das wirtschaftliche Grundgerüst des Kapitalismus zu hinterfragen und seine Auswirkungen auf Arbeit, Lohn und Eigentum zu erklären. Das Buch ist in mehrere Bände unterteilt, von denen sich der erste Band insbesondere mit der Warenproduktion, dem Mehrwert und der Akkumulation des Kapitals auseinandersetzt. Marx' Analyse beruht dabei auf einem tiefgehenden Verständnis der politischen Ökonomie seiner Zeit, weshalb das Buch sowohl für Historiker, Philosophen als auch Ökonomen ein unverzichtbares Nachschlagewerk darstellt. Mit detailreicher Argumentation, analytischer Präzision und fundierten Beispielen beleuchtet Marx die Zusammenhänge im Wirtschaftssystem. Sein Ziel ist es, nicht nur die ökonomische Funktionsweise zu erklären, sondern auch gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Auch heute, mehr als 150 Jahre nach seiner Veröffentlichung, bleibt das Kapital aktuell und regt zur kritischen Reflexion von Wirtschaft und Gesellschaft an. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Warenform und der Fetischcharakter der Ware im einleitenden Teil von Das Kapital analysiert Marx die elementare Einheit des kapitalistischen Systems. Die Ware. Er zeigt, dass der Wert einer Ware nicht nur in ihrem Gebrauchswert liegt, sondern primär im Tauschwert, der sich wiederum aus in ihr vergegenständlichter Arbeitszeit ergibt. Der sogenannte Fetischcharakter meint dabei, dass Waren menschliche Beziehungen verschleiern und sich wie eigenständige, fast magische Dinge präsentieren. Marx demonstriert, wie dieser Fetischismus dafür sorgt, dass Menschen die gesellschaftlichen Beziehungen, die sie eigentlich selbst hergestellt haben, nicht mehr als solche wahrnehmen. Diese Analyse ist zentral für das Verständnis des kapitalistischen Alltags, da sie aufzeigt, wie sich wirtschaftliche Phänomene verselbstständigen und schwer zu durchschauen sind. Das Nachvollziehen des Warenfetischismus ist ein Grundstein für die weitere Kritik der politischen Ökonomie. Zweitens, die Theorie des Mehrwerts. Einer der bedeutendsten Beiträge von Marx ist seine Mehrwerttheorie. Diese legt dar, dass der Wert, den Arbeiter in einer Produktion schaffen, größer ist als der Lohn, den sie bekommen. Die Differenz, der Mehrwert, wird vom Kapitalisten als Profit angeeignet. Damit rückt Marx die Ausbeutung ins Zentrum seiner Kritik am Kapitalismus. Nach seiner Argumentation ist der Mechanismus, mit dem Arbeit in Profit verwandelt wird, der eigentliche Motor der Kapitalakkumulation. Weitergehend sieht Marx im Drang nach Mehrwert auch den Grund, warum Kapitalisten beständig danach streben, Arbeitsprozesse zu optimieren und zu automatisieren, was zu erhöhter Ausbeutung und Entfremdung der arbeitenden Klasse führt. Die Mehrwerttheorie bleibt bis heute eines der grundlegenden Konzepte in der kritischen Ökonomie. Drittens. Akkumulation des Kapitals und Krisen. Marx beschäftigt sich im dritten Hauptteil eingehend mit dem Prozess der Kapitalakkumulation, also der fortwährenden Anhäufung von Kapital durch Investition und Erweiterung der Produktion. Dieses Bestreben führt unvermeidlich zu Überproduktion, sich wiederholenden Wirtschaftskrisen und steigender sozialer Ungleichheit. In seiner Theorie beschreibt Marx den sogenannten tendenziellen Fall der Profitrate, der letztlich zu Krisen innerhalb des Systems führt. Ständige Rationalisierung und Konkurrenz zwingen Kapitalisten, Innovationen einzuführen, was den Druck auf die Löhne erhöht und zu Massenarbeitslosigkeit oder Preiskämpfen führt. Diese Krisenanalyse hat bis heute einen großen Einfluss auf die moderne Krisentheorie und hilft, wiederkehrende Konjunkturzyklen zu verstehen. Viertens. Kapital- und Lohnarbeit. Die Entfremdung der Arbeit. Im Kapitalismus wird Arbeit zu einer Ware, die auf einem Markt angeboten und nach rein ökonomischen Gesichtspunkten bewertet wird. Marx erklärt, wie dieser Prozess zur Entfremdung des Menschen von seiner Tätigkeit, seinen Mitmenschen und sich selbst führt.
Der Arbeiter produziert nicht länger für sein eigenes Bedürfnis, sondern für den Markt und den Profit eines anderen. Das Ergebnis ist eine Entfremdung, da der Mensch sich als Anhängsel der Maschine oder eines Produktionsprozesses erlebt. Dieser Gedanke ist zentral für viele nachfolgende Theorien in der Anthropologie, Soziologie und Psychologie und regt zur Diskussion über humane Arbeitsbedingungen und gerechte Entlohnung an. Schließlich die historische Entwicklung des Kapitalismus und seine Überwindung. Abschließend widmet sich Marx in seinem Werk der Frage, wie der Kapitalismus aus historischer Perspektive entstanden ist und welche Dynamiken auf seine Überwindung hindeuten. Historisch betrachtet sieht Marx den Kapitalismus nicht als Endpunkt, sondern als ein Entwicklungsstadium, das durch innere Widersprüche geprägt ist und letztlich überwunden werden kann. Die Aneignung von Mehrwert, die Krise durch Überproduktion und die wachsende soziale Ungleichheit erzeugen die Voraussetzungen, unter denen sich die Arbeiterklasse ihrer Lage bewusst werden und Veränderungen einleiten kann. Marx prognostiziert eine revolutionäre Transformation, in deren Folge sich die Produktionsverhältnisse grundlegend ändern könnten. Damit ist das Kapital nicht nur Analyse, sondern auch ein Appell zur Veränderung. Zusammenfassend: Das Kapital von Karl Marx ist ein bahnbrechendes Werk, das jedem ans Herz gelegt werden kann, der sich mit Wirtschaft, Geschichte, Politik oder gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigt. Besonders wertvoll ist das Buch für Studierende, Wissenschaftler, Gewerkschafter, Aktivisten, aber auch für Unternehmer, die die Grundlagen und Mechanismen unseres Wirtschaftssystems aus einer anderen Perspektive verstehen möchten. Die Lektüre hilft, kritisches Denken zu fördern und komplexe Zusammenhänge zu erkennen, die im Alltag oft übersehen werden. Marx' Analyse gibt Einblick in die Funktionsweisen und Widersprüche des Kapitalismus und legt offen, wie wirtschaftliche Strukturen soziale Ungleichheiten verursachen und aufrechterhalten. Im Vergleich zu anderen ökonomischen Werken bietet das Kapital sowohl eine tiefgehende theoretische Fundierung als auch eine kritische gesellschaftspolitische Perspektive. Wer sich mit Fragen der Gerechtigkeit, der Zukunft der Arbeit oder den Ursachen wirtschaftlicher Krisen auseinandersetzen will, kommt an Marx kaum vorbei. Der Kauf dieses Buches ist deshalb sinnvoll, weil es ein Klassiker ist, dessen Einfluss bis heute in allen sozialen Bewegungen, der Philosophie, aber auch der modernen Wirtschaftswissenschaft spürbar bleibt. Es regt zur Debatte an, inspiriert zum Umdenken und eröffnet neue Blickwinkel auf vermeintlich altbekannte Strukturen. Wenn Sie unterstützen möchten: Karl Marx, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.